Guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal, wenn es um Musik geht und YouTube, irgendwas war da auf jeden Fall. Und deine Rolle wieder einmal hier am Start. Vielen Dank, dass du so wunderhübsch aussiehst und neben mir sitzt und ich nicht alleine durch diesen super tollen Spaß hier gehen muss mit den fantastischen Leuten auf diesem Kanal. Wir sind kurz vor den 70.000. Ich muss kurz meinen Sabber wieder reinziehen, weil ich spreche wie ein befallener Fußballmoderator. Vielen, vielen Dank. Heute kommen wir zum neuen Release. Es ist 2 Uhr, keine Ahnung, wo die Power herkommt. Rich, Brian und Jung-Ha. These Nights. Dana hatte schon mal so ein Make-up-Video gemacht zu Jung-Ha oder von Jung-Ha inspiriert. Das müsst ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. Dana sah an diesem Tag besonders hübsch aus. Wir hatten auch ein paar Videos gedreht, hier tatsächlich auch. Aber genau, Dana zeigt schon auf den Link dahin. Und ja, das Mikrofon, wo gerade 2 sehr talentierte Menschen noch reingespuckt haben. Das kommt bestimmt auch demnächst online, das Video. Und los geht's. Sorry. Ist alles richtig? Hörst du eins? Ja, ich höre was. So 80s-mäßig. Yes, it is. Wow. Aber es... Achso. Es klang Wie bei mir so ein übersetzt man eigentlich Autotune auf Deutsch? Selbststimmend. Selbststimmer. Okay. Auto, ja, aus dem Lateinischen. Ach, Latein spricht man jetzt auch noch hier. Naja, wenn man darf. Es kommt mir sehr leise vor. Mir auch. Es kommt mir extrem leise vor. Also hier ist 46% Vielleicht vom knallt's Original. Ja gleich noch. Okay. Wow. Also es ist so ein... Oh, guck mal, wie hübsch die schon wieder Sie aussieht. sieht unfassbar hübsch aus. Aber bei ihm bin ich mir gerade unsicher, wie ich das nennen soll. Es ist ja eigentlich so ein bisschen Fukuhila inspiriert. Es hat aber auch so einen leicht creepy-meepy-Eindruck hier, wie er von hinten bei ihr vorbeischaut. Also Ja, wie er überhaupt hinter ihr aufgetaucht ist. Ja, genau. Ja. Und dann noch mit diesen, sieht nicht aus, als ob das echt das Haar wäre, sondern noch so strohig und fake und kommt dahinter. Aber sie sieht unfassbar gut aus. I would marry her instantly. I have to admit. Okay. Vielleicht ist sie ja sogar noch nett. Who cares? Who cares? Genau so den. So ein Krokodil-Baby. Ein Mini-Krokodil. Ja. Aber ist es echt oder ist es ein Spielzeug? Ich glaube, es ist real. Okay. Ja. Echt? Ich habe mir gerade vorgestellt, wie das Baby-Krokodil mit seiner Frisur aussehen würde. Oh, wäre schon lustig. Mir stört mich so ein bisschen was hier am Sound. Die Lautstärke? Ja, ist nicht ganz klar. Gut, das ist aber auch so eine Sache, das ist auch ein bisschen so YouTube geschuldet. Das habe ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass YouTube da an der Lautheit immer so ein bisschen runter, hoch, aber auch regelt. Aber hier hat es auf jeden Fall runter geregelt. 6,7 dB, Dezibel in jeder Sprache, by the way. Ich hoffe, das jetzt war keine Lüge. Aber ich meine schon, es ist, kommt auf jeden Fall. Ja, also 6,7 Dezibel runtergeregelt hier in dem Fall von dem Original Master. Das ist jetzt, ja, irgendwie so ein YouTube-Ding. Keine Ahnung, warum die das machen, damit alles eben auf derselben Lautstärke ist. Aber gerade bei Musikvideos ist es besonders ärgerlich, weil die Master, englisches Wort, by the way. Ja, wie nennt sich das auf Deutsch eigentlich?
Also Meister wird ja nicht übersetzt. Ne? Hier, dein Meisterband. Nein. Ja, das ist jetzt blöd, dass dir das Wort auf Deutsch nicht einfällt. Vielleicht solltest du Videos auf Englisch. Die Sache ist, das ist ja genau das Problem gewesen. Weil ich mir ja alles selber beigebracht habe, kenne ich alle Begriffe nur aus dem Englischen. Ja, das ist ja alles autodidaktisch hier. Also ich weiß nicht. Ich glaube tatsächlich auch im Deutschen, man sagt auch Master. Also es gibt ja das englische Wort Master-Tape. Ja, es kommt wirklich, weil damals Bänder hatten, Tapes. Man sagt auf Deutsch dann Master-Band. Das ist das Einzige, dass man Tape dann übersetzt, weil man halt schon Bänder oder Band eben gesagt hat. Aber es gibt, glaube ich, echt kein anderes Wort für Master. Das heißt Master. Ja, man sagt auch Mix. Ja, also der Mix. Kann auch auf Deutsch die Mischung. Die Mischung. Die Mischung macht's. Der Mischmeister. Ja. Mischmeister, Toningenieur. Tonmeister, den gibt's tatsächlich. Den Tonmeister, den gibt's. Ja. Aber ja, aber bei meinem Sprachgebrauch ist immer Mixing Engineer, Mastering Engineer, Engineering. Gut, ich wollte es nur mal. Ja, also es ist eine berechtigte Frage. Das ist halt auch etwas, worüber ich auch mal nachdenke. Ich bin ja normalerweise nicht so der Fan von Denglisch, also Deutsch und Englisch, beobachte aber, dass in diesem Rap-Game, das im deutschen Rap-Game vor allen Dingen auch sehr gerne benutzt wird. Rap-Game. Sorry. In dem Rap-Spiel, für Rap gibt es kein deutsches Wort. Nee, also wenn man Rap meint, dann ist es Rap, weil Rap kommt, das kommt von den Amis, also das ist schon Rap. Rap-Spiel, also mit dem deutschen, im deutschen Rap-Spiel ist ja Denglisch, Deutsch, Englisch sehr angesagt, auch die jungen Generationen benutzen doch sehr gerne deutsche Wörter in ihren Sätzen drin, wo ich manchmal denke, wow, kommt auch aus dem Amerikanischen. Wow, das war jetzt wirklich voll unnecessary so. Ja, genau, wo ich echt manchmal denke, das ist schon echt faszinierend, wo die das alles herholen, aber irgendwie dann kein Englisch sprechen, so gesehen, oder kein Englisch könnten, oder ich weiß es nicht. Also keine Ahnung. Wo dann diese Initialzündung dann herkommt und warum das dann bei denen, ich finde, dass das auch authentisch dann wirkt oder nicht wirkt, wenn man, ich meine, das ist ja, ob man da jetzt ist doch scheißegal, welche Sprache es ist, es schießt ja aus einem raus. Ja. Da muss da ja kurz mal umschalten und dann ist das ja erledigt. Das ist jetzt nicht, als ob man da spielen würde, wenn er jetzt einen Rapper, auch gerade diese Cloud-Rapper, was hier auch, das ist jetzt kein Cloud-Rapper, aber die haben ja dann auch so ein bisschen diesen Autotune hin und her, sagen, ja Mann, ey, voll am ich kann das gar nicht so reden, ne? Drippen und Flown und Hustle? Nee. Ja, aber das ist schon fast zu normal so. Ich meine, Flow... Voll am Drippen mit meiner Rolly Roll. Da war ich so voll... nee, ich kann das gar nicht. Voll am Walken durch die City. Ja, ihr wisst sicher, was ich meine. Also, ja, da war ich so voll ich war voll am Walken so und hatte voll den Thirst auf einen richtig geilen Drink und dachte mir so, wow, was geht ab? Ich gönn mir jetzt voll mies den Starbucks Grind und keine Ahnung. So. Bruh. So auf dem Level. Das finde ich super unauthentisch. Nur so, by the way. Ja, weil es wirkt dann echt immer so, als ob die extra so sich das aneignen, damit die irgendwie so ein bisschen cool wirken, aber Hauptsache nicht Englisch sprechen müssen. Es ist ja auch nicht einfach, ja. Es ist schon very difficult to switch to another language, which is not your mother's language, and maybe you sound a little bit different. Mother tongue. Oh, manche. Mother tongue, ja. Ich habe doch gesagt, es ist schwer. Mother language, Mother tongue. Und dann vor allem, vielleicht verstellt man sich dann sogar noch amerikanisch. Also, wir sind ein bisschen abgedriftet, wir machen mal weiter mit dem Song. Das ist so hübsch. Also der Sound ist so an sich, dieses 80s-Ding ist schon cool. Ja,
Leider aber kacke hier umgesetzt, muss ich einfach mal so direkt sagen, weil der Bass, der hier die ganze Zeit spielt, der Subbass, der dröhnt die ganze Zeit unten permanent durch. Das wollte ich eigentlich vorhin sagen, als ich diese riesen Einleitung gemacht habe. Und der nervt ganz schön, muss ich sagen. Der ist eigentlich nur am... Wie so eine Zecke am Hodensack. Verzerrt das dadurch, also verzerren weiß ich vielleicht nicht, aber... Geil, dass du nicht auf Hodensack reagiert hast, aber das ist ja normal. Ich meine, das ist ja was Menschliches. Genau. Ja, übrigens auf Latein... warum soll ich reagieren, wenn du Arm sagst? Ja, stimmt. Das ist ja was... Who cares? Ja, und auf Latein übrigens Skrotum. Oh. Ja, haben wir was gelernt. Okay. Auch auf Englisch übrigens. Ich weiß nicht mehr, übrigens. was ich sagen wollte. Auf Englisch kann man auch Scrotum sagen. Ja. Okay, der Bass. Der Bass, der Subbass. Ist der, genau, wenn der da so das macht, also verzerrt der dann so irgendwie den gesamten Song, weswegen ich nicht sagen wollte, der Sound ist gut, sondern dieses 80s-Ding ist gut? Nee. Also, was meinst du, verzerren auf einer technischen Ebene? Ich weiß nicht, ob verzerren das richtige Wort dafür ist, aber sowas in die Richtung. Also technisch tut er das so jetzt nicht. Aber dass den Sound insgesamt so ein bisschen verzieht. Aus dem Genre raus? Oder meinst du vom Audio Engineering? Vom Audio Engineering? Also vom Tontechnischen? Ja, nicht technisch, einfach wie man es hört. Nee. Also, nee, das nicht. Okay. Nee. Okay. You see me and I never stop loving you. So don't tell me to leave cause I won't. Ich hab mich verknallt in seiner Friese. Ist auch geil, wie das extra hinten so absteht, ne? Teilweise habe ich das Gefühl, es ist wie so, weiß ich nicht, von einem Tier irgendwie. Ja, ein totes Tier da hinten. So ein totes Tier, so ein Frettchen. Aber sie ist unfassbar hübsch. Sie hat ihre Lippen bewegt, aber man hört sie gar nicht. Schade. Ich glaube, das Ding ist echt... Jetzt. Nee. Sie ist sich auch immer auf die Lippen beißt. Die haben da so kurz so einen reifen Quietschen reingebaut. Hatte sie ihre anderen Songs auch so auf Autotune? Ich erinnere mich gerade nicht mehr. Okay. Nee. Weil hier passt das halt im Kontext. Es hat zwar diesen 80s Sound und Vibe, ist aber natürlich trotzdem an Zeitgeist angepasst mit diesem Autotune-Sound auf den Stimmen drauf. Und diesem unfassbar unnötigen Subbass, er geht mir auf den Sack. Ich muss es einfach sagen. Echt? Mich stört der gar nicht so sehr. Aber mir wummert, aber der hört ja nicht auf, der wummert die ganze Zeit. Ja. Nonstop. Gibt's übrigens auch kein deutsches Wort für Nonstop. Unaufhörbar. Kommt ja auch aus dem Lateinischen wahrscheinlich. Nonstop. Ja? Ja. Ganz ehrlich, ich finde den Song scheiße, weil ich verstehe kein Wort von dem, was sie da sagt. Das kann doch nicht sein. Wieso singt ihr denn nicht auf Deutsch? Ja, haben die keine Untertitel oder was? Das gibt's doch gar nicht. Wer will die denn mitlesen? Ausnahmsweise hören wir mal weiter. Ups. Ich finde den richtig gut, den Song. Der ist echt aber gut. kurze Fun-Fact-Frage. Weißt du, warum ich gelacht habe? Findest du es nicht ein bisschen unauthentisch, wenn sie Englisch singt?
Also, weil ich ihre Hauptsprache aber auch gar nicht verstehe, weiß ich nicht, wie sie überhaupt authentisch sein soll. Er wirkt alles komplett unauthentisch. Bis auf eine Stelle, die muss ich gerade mal kurz zeigen. I can be your baby tonight. Jetzt Achtung. Der ist gut. Da weißt du sofort, was sie damit meint. Ja, die will mit ihm wippen gehen. Auf der Schaukel vor und zurück. Vor und zurück. Mann, das ist, sobald dieser Subbass einsetzt, kriege ich einen Schädel irgendwie. Weil hier ist er gut. Hier ist er mega gut. Aber hier, ja, der ist ja insgesamt sehr geil. Das ist ja das Problem. Bis hierhin ist er fett. Also, gerade wenn das nichts ist, es wird zu viel auf einmal. Also viel zu laut. Zweistimmig hier. Der bleibt auch da, ne? Ja, ja. Der ist nur am Durchdröhnen hier. Ey, ganz ehrlich, ich glaube, ich will auch so eine Frisur. Guck mal, gleich dreht er sich um, dann sieht man ihn von hinten. Da, ist es rangeklebt. Ja, geil, das müssen wir bei dir auch machen. Ich schwör's dir. Deine Haare oben wachsen zu lassen. Wir lassen die ab sofort ab. Ja, aber es ist doch geklebt. Da kann ich doch auch jetzt das noch dran kleben. Du kannst das auch mit einer echten Haarpracht vollziehen. Wir können auch die ich oben habe, abschneiden, zusammenkleben und unten dran kleben. Genau. Mann. Genius! Dass sie auch das extra am Ende erst so auflösen. Ja. Man hat es ja schon ahnen ein geiler können. Busch dahin. Man hat es. Ich habe den schon bei anderen gesehen. Also bei anderen woanders gesehen. Ew! Was denn? Das ist doch menschlich. Hast du noch nie einen Bär gesehen? Oder so ein Chihuahua? So einen ralligen Chihuahua. Gut, dass du es sagst, während der hier diese Moves macht. Geil. Ja, davon wurde ich inspiriert. Okay, ja, sehr geiler Song tatsächlich. Mega geil. Mir gefällt aber der Subbass nicht, weil er einfach viel zu laut die ganze Zeit. Der macht die ganze Zeit nur. Also er ist viel zu. Nee, den finde ich nicht gut. Weil das ist zu laut. Guck mal. Hier, du siehst ganz genau. Was ich komisch fand, ist, das habe ich vorhin auch gerade gesehen, dass hier so ein Sprung passiert. Oh. Nee, warte mal. Hier war das gerade. Jetzt nicht mehr. Das war doch gerade hier oben. Das war doch gerade hier oben und dann ist es plötzlich runtergesprungen. Mehrere Dezibel. Naja. Ich hab's nicht gesehen. Weil ich jetzt gerade schon beobachtet. Vielleicht ist auch mein Computer kaputt und ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Und bin eigentlich ein Amateur. So. Ja. Ich halt nicht, aber okay. Gutes Ding, würde ich mal behaupten. Bis auf den Subbass. Meiner Meinung nach ist Geschmackssache. Das Ding ist aber auch, wenn es jetzt nicht auf der fettesten Anlage hörst, dann fällt dir das wahrscheinlich auch wieder nicht so auf. Ja. Sonst noch was? Aber hört sich's vielleicht auf Spotify anders an? Nee. Oh. Also ich glaube im Bass nicht. Es wird auf dem Smartphone hört sich's anders an. Ja, genau. Smartphone, Laptop. Auf Spotify wird es dann tatsächlich nur lauter sein, weil eben YouTube da immer runterregelt und ja. Okay. So, wie lange haben wir jetzt gefilmt? Das sehe ich ja bei diesem Programm leider nicht. Schon länger nicht. Aber wer auch immer dieses Video übersetzen wird, vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und bedank dich bei der Community. Wir hätten es sonst auf Englisch gemacht. Ja, was denn? Ist doch so. Ja, ist so. Also, für mich wäre das jetzt kein Problem gewesen, das auch auf Englisch zu machen.
gerade heute, wo ich besonders gut gelaunt bin, weil das erste englische Video, was wir gemacht haben, das war nachts um 2 oder 3 oder sowas. Da waren wir schon sehr, sehr müde. Und gestern war es ein bisschen besser auf jeden Fall. Und alle guten Dinge wären 3 gewesen. Da hätten wir auf jeden Fall jetzt so einen guten Run und vielleicht einen Streak gehabt. Und so richtig schön auf Englisch. Streak? Run, Streak. Geht's noch? Wo sind wir denn hier? Oh, ich habe vergessen. Einen guten Lauf und eine gute Folge gehabt von. Naja, wir hatten trotzdem ein Spaßvideo, oder? Ich? Du? Ich nicht. Okay, alles klar. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen und Bye. vergesst nicht Thanks zu abonnieren. for Wir sind watching, guys. kurz vor den 70.000. Thanks for watching, guys. And ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich zögere das Video jetzt einfach nur raus. Das ist nicht schlecht für die Schauzeit. Für die Schauzeit. Oh Gott, die Watchtime. Ja, Schauzeit. machen wir jetzt noch eins oder lassen wir es bei dem? Können noch eins machen? Are you sure? No, I'm not. Why not? Because it's late. Late at night, 2 a.m. Maybe it's time to go to bed. Bye, bye. Nein. Nein? Nicht time to go to bed. Why not? Time to party. Party! Bye, bye!